Das ist so eine der schönen Gassen in der Altstadt. Und so sieht Hoi An am Abend aus. Und Hoi An bei Nacht. Ja, ich stehe jetzt hier auf der Dachterrasse von meinem Hotel, dem DK's Hotel. Und man hat hier wirklich einen sehr schönen Überblick über die Stadt. Und ich werde jetzt auch noch gleich in die Stadt gehen, natürlich zu Fuß, weil für Motorräder ist ja zur bestimmten Uhrzeit die Innenstadt gesperrt. Und hier bin ich bereits auf dem Weg und habe dieses schöne Boot entdeckt. Und wenn man genauer hinschaut, ist es ein Restaurantboot. Also auf dem Boot befindet sich ein Restaurant. Aber wahrscheinlich wird es dann nur abends oder für besondere Anlässe zur Verfügung stehen. Ja, und hier von der Brücke aus kann ich auch schon die Altstadt sehen. Hier im Besonderen den Bootsanleger, die Uferpromenade. Ja, ich schlendere gerade über einen Markt. Es gibt hier vor allem viele Kleider, Schuhe und so weiter. Hier und da auch mal Obst. Und es geht natürlich wieder voll zu. Es gibt bestimmte Uhrzeiten, da ist die Altstadt gesperrt für Mopeds. Aber ich glaube, diese Uhrzeit ist jetzt gerade nicht. Jetzt gehe ich Richtung Blue Dragon. Das ist ein Restaurant oder Café, was soziale Projekte unterstützt. Soll ganz gut sein. Schauen wir mal. Es sind ja viel Obst. Ja, und hier bin ich gerade beim Mittagessen im Blue Dragon, auch direkt an der Uferpromenade. Und da jetzt ja Fahrverbot in der Altstadt herrscht, ist hier richtig schön ruhig. Das Essen ist wirklich sehr lecker, sieht sehr frisch zubereitet aus und die Preise passen, also kann man empfehlen. Hier ist jetzt die Uferpromenade und auch da drüben sieht man diese alten traditionellen Häuser noch. Hier sieht man die Uferpromenade auf der anderen Seite und hier mal ein paar von diesen schönen traditionellen Häusern. In denen befinden sich Restaurants und Läden. Das hier ist eine Zufahrtsstraße zur Uferpromenade. Ja, und hier stehen eine ganze Reihe an Rikschas. Ja, und die Touristen, die nicht so gerne zu Fuß unterwegs sind, die lassen sich halt einfach eine kleine Runde durch die Altstadt kutschieren. Das ist der Bootsanleger. Ja, und hier stehen wirklich sehr viele Ausflugsschiffe Seite an Seite. Aber es gibt auch kleine Gondeln in Hoi An. Hier mit einer älteren Dame als Gondolerin. Ja, welche Geschichte mag dieses Gesicht erzählen? Hier sieht man einen Mann am Ufer bei der Arbeit. Und drüben am anderen Ufer scheint wohl auch eine kleine Kunstausstellung zu sein. Und hier sehen wir noch einmal so eine schöne Gondel im ruhigen Wasser schwimmend. Ja, und das ist die Fußgängerbrücke über den Fluss, die die beiden Uferpromenaden miteinander verbindet. Ja, und hier in der Nähe gibt es auch gleich die japanische Brücke. Das ist eine markante Holzbrücke aus dem 18. Jahrhundert mit kunstvollen Schnitzereien. Und innen drin befindet sich auch ein ganz kleiner Tempel. Das ist so eine der schönen Gassen in der Altstadt. Oben hängen die Lampignons. Es fahren Fahrräder, Rikschas. Aus den Lautsprechern ertönt also klassische, traditionelle Musik. Und in diesen kleinen Seitengassen hängen wirklich tausende Lampignons in allen möglichen Farben.
Links und rechts sind dann viele von diesen traditionellen alten Häusern, die den Krieg gut überstanden haben. Ja, hier ist ein sehr gut hergerichtetes, traditionelles Haus. Im Inneren befindet sich ein Restaurant. Daneben ebenfalls ein Restaurant. Bei diesem Haus ist die Patina auch sehr deutlich zu erkennen, finde ich allerdings aber sehr schick. Ja, und später am Abend war ich dann noch ein bisschen am Strand, etwas schwimmen, einen Sonnenuntergang anschauen und dann ging es auch wieder zurück in die Altstadt. Und Hoi An bei Nacht. Die Lampignons scheinen. Ja, diese Lampignons, die kann man auch natürlich kaufen. Und jetzt am Abend sieht man diese ganzen schönen bunten Lampignons die Stadt erleuchten. Und hier auch nochmal die Fußgängerbrücke über den Fluss, die jetzt auch sehr schön beleuchtet ist. Und so sieht Hoi An am Abend aus. Am Fluss kann eine Bootstour unternehmen oder einfach entlang schlendern. Und hier ist auch jede Gondel mit einem eigenen Lampignon bestückt. Ja, man kann sich, wenn man mag, ganz gemütlich über das Wasser schippern lassen und selber auch ein kleines Licht auf dem Fluss aussetzen. Natürlich sehr romantisch. Ja, zum Abendessen war ich dann im The Little Menu Restaurant. Das ist ein sehr kleines, feines Restaurant. Und ja, die Küche bietet wirklich eine hochwertige Qualität. Kostet ein kleines bisschen mehr, aber schmeckt wirklich gut. Ja, nach dem Abendessen war ich dann noch in so einer Art Bar oder Café. Dort haben 3 junge Damen Musik gemacht. Wie ich finde, richtig, richtig gut.